Kennst du die Stadt der dunklen Gassen? Es ist keine normale Stadt, keine, in der das Leben pulsiert, in der Menschen sich auf offener Straße begegnen, in der gehofft, gelacht, gelebt wird. In dieser Stadt herrschen ganz eigene Gesetze. Sie hat nur wenige Bewohner und die sind scheu. Sie kommen nicht einfach so aus ihren Häusern und Wohnungen, nicht etwa ohne Grund, nur dann, wenn jemand sie ruft oder wenn jemand einfach Licht auf die dunklen Stellen wirft. Und wenn das passiert, dann werden die Stadtbewohner nicht nur angelockt, dann fühlen sie sich berufen, ihre Türen zu öffnen. Fensterläden schlagen auf, Schritte hallen durch die engen Gassen, nach und nach erwacht die ganze Stadt zum Leben. Du fragst dich vielleicht, wo liegt diese Stadt? Ich habe noch nie davon gehört, niemand hat mir je davon erzählt. Das liegt daran, dass du einfach nicht hingeschaut hast. Die Stadt war die ganze Zeit da. Die Häuser standen immer schon dort. Die Bewohner gab es ebenfalls schon immer. Du hast sie nur nicht gesehen. Warum? Weil dein Blick woanders war. Deine Aufmerksamkeit hat es nicht zugelassen. Denn wenn du etwas oder jemandem deine Aufmerksamkeit schenkst, ist das jedes Mal eine Entscheidung. Nicht immer eine bewusste, aber immer eine schöpferische. Überall um dich herum existieren unzählige Möglichkeiten. Die meisten siehst du nur nicht. Genau wie die Straßen in einer riesigen Stadt. Du kannst unmöglich alle gleichzeitig anschauen oder gar betreten. Also wählst du in jedem Augenblick, mit jedem Gedanken, mit jeder Erwartung, mit jedem Gefühl, mit jeder Überzeugung. Und genau dort beginnt etwas, das dir die meiste Zeit deines Lebens niemals bewusst wird. Du glaubst, du entdeckst deine Welt. Du gehst davon aus, dass du alles, was du erlebst, da draußen vorfindest, dass dir die Geschehnisse deines Lebens einfach irgendwie passieren, ohne dein Zutun, einfach durch einen bloßen Zufall. Der Nachbar, der wieder mal sein Auto vor deine Einfahrt parkt, die Kollegin, die dir mal wieder zu verstehen gibt, dass du es falsch gemacht hast, deine Freunde, bei denen du das Gefühl nicht los wirst, dass sie dich ausnutzen. Alles Zufälle, glaubst du. Doch die Wahrheit sieht anders aus. In Wahrheit wählst du fortwährend aus, welchen Teil der Welt du überhaupt wahrnehmen wirst. In Wahrheit ist dein Bewusstsein fortwährend damit beschäftigt, sein Licht auf den Teil deiner Stadt zu werfen, der mit deiner eigenen ganz persönlichen Gestimmtheit übereinstimmt. Und diese Gestimmtheit entstand nicht einfach so. Vom ersten Tag deines Lebens, an dem du das Licht der Welt erblickst, formt dein Bewusstsein deine Identität. Es beobachtet, es lernt, es gleicht ab mit allem, was dir nach und nach bekannt wird. Anfangs ist es angewiesen auf die, die dir dein Leben überhaupt erst ermöglicht haben. Du übernimmst ihre Annahmen über die Welt, ihre Urteile, ihre Überzeugungen. Und mit der Zeit formieren sich daraus deine eigenen Annahmen, Urteile und Überzeugungen. Und irgendwann erscheinen sie dir nicht mehr wie Überzeugungen, sondern wie Tatsachen.
Du beginnst zu glauben, die Welt sei genau so, wie du sie siehst. Dabei siehst du sie bereits durch das Fenster deiner eigenen Überzeugungen. Und so wandert dein Bewusstsein Tag für Tag durch die Gassen deiner Stadt und wirft sein Licht nur darauf, was zu dem passt, was sich bis dahin zu deiner inneren Gestimmtheit formiert hat. Es kann nicht alle Gassen gleichzeitig erhellen. Es beleuchtet immer nur einen kleinen Ausschnitt. Und genau dort, wo das Licht hinfällt, beginnt deine Wirklichkeit. Nicht, weil die anderen Straßen verschwunden wären, sondern weil sie außerhalb deiner Aufmerksamkeit liegen. Vielleicht richtest du dein Licht seit Jahren immer wieder auf dieselbe Gasse, auf Zweifel, auf Ablehnung, auf Mangel, auf Angst. Und jedes Mal entdeckst du dort neue Details, neue Beweise, neue Bestätigungen dafür, dass diese Straße tatsächlich existiert. Natürlich existiert sie, aber sie ist nicht die ganze Stadt. Während dein Licht immer wieder dieselbe Gasse beleuchtet, bleiben unzählige andere Straßen im Schatten, weil dein Blick sie nie erreicht. Straßen voller Vertrauen, voller Möglichkeiten, voller Begegnungen, voller Freude. Sie werden nicht vom Licht erfasst. Und genau darin liegt eine der größten Täuschungen. Du glaubst, du entdeckst die Realität, deine Realität. Dabei entdeckst du nur den kleinen Teil, den du ununterbrochen beleuchtest. Je häufiger du dieselbe Gasse betrittst, desto vertrauter wird sie. Mit der Zeit kennst du jeden Stein, jedes Fenster, jede Abzweigung. Irgendwann glaubst du, die ganze Stadt sieht genau so aus, als bestünde sie nur aus dieser einen Gasse. Aber das stimmt nicht. Sie war nur der Ort, an den du immer wieder zurückgekehrt bist. Und vielleicht beginnt Veränderung genau dort. Nicht, indem du versuchst, sie zu zerstören, sondern indem du deine Laterne langsam anhebst und zum ersten Mal eine Straße betrittst, die du bisher übersehen hast, weil Aufmerksamkeit mehr ist als bloße Wahrnehmung. Sie ist eine Auswahl, deine Wahl, und die erschafft Erfahrung, deine Erfahrung. Denn du lebst nicht in einer objektiven Wirklichkeit. Du lebst in dem Ausschnitt der Wirklichkeit, den dein Bewusstsein fortwährend auswählt. Deshalb frage dich, welche Gassen beleuchtest du Tag für Tag? Welche Gedanken rufst du immer wieder zu dir? Welche Möglichkeiten übersiehst du, weil dein Licht seit Jahren immer auf dieselben Stellen fällt? Vielleicht existiert die Wirklichkeit, nach der du dich sehnst, längst. Vielleicht liegt sie seit Jahren in einer stillen Straße deiner eigenen Stadt. Unberührt, ungesehen. Und vielleicht wartet sie nur darauf, dass du sie endlich beleuchtest.